Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind Lufthansa-Slots. Keiner will die irgendwie in Italien haben, komische Geschichte. Wir haben ja auch schon Slots, glaube ich, von der Swiss oder wer das war, will ja auch keiner haben. Dann haben wir Lufthansa-Thema und zwar die Lufthansa fliegt wieder einige Ziele im Nahen Osten an. Wir gehen weiter mit dem Thema Hotel. Warum solltet ihr im Hotel keine Handtücher klauen? Da gibt es einen handfesten Grund. Ja, ein Problem. Dann haben wir als Thema zum Beispiel, dass man die Business Promotion von Hilton mitnehmen kann, auch wenn man kein Business mehr hat oder hatte oder haben wird oder gehabt haben. Also auf jeden Fall habe ich für euch eine Lösung, da müsst ihr aber bis zum Ende durchhalten. Emirates kauft A380er, ist jetzt im ersten Moment natürlich, oh mein Gott, nein, sind eigene Flugzeuge. Dann haben wir am Frankfurter Flughafen Bodendienstleisterwechsel. Einer gibt auf, weil der andere gewonnen hat. Aber was bedeutet das für die Mitarbeiter? Habe ich auch von einem von euch bekommen. Dann First Class, tot bei Oman Air, wird Business Class. Ist die First Class tot? Ist eine der Fragen des Tages. Dann, was haben wir denn noch? Nahen Osten, glaube ich. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gucken wir uns das auch nochmal an. Einige Flüge gehen wieder in den Nahen Osten. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren. Und ich muss mit der Sonne leben, die gerade angefangen hat zu scheinen, als ich angefangen habe, hier wieder aufzunehmen. Ist scheiße fürs Gegenlicht. Ich werde dann so duster im Vordergrund. Muss man mal gucken, was wir in der Post-Production machen, dass wir es ein bisschen fixen können. Also sowas. Kaum hat man sein Setup, denkt sich, geil, die Sonne scheint nicht und dann das. Aber durchhalten, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst. Das erste Thema ist ja auch, Lufthansa fliegt wieder in den Nahen Osten und zwar nicht alle Ziele. Man hat Beirut bis zum 30. September gestrichen. Dann ist es so, dass man Tel Aviv, Teheran bis zum 2. September auch nicht anfliegen wird. Was man aber anfliegen wird, ist einmal Erbil, das ist im Nordirak, und Amman in Jordanien. Also das sind Ziele, die man anfliegen wird wieder. Da hat man dann gesagt, okay, das gilt auch für die anderen Lufthansa Group mit Eigenflugzeuge, hätte ich fast gesagt, Mitglieder, Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings. Also insofern hier wieder für den einen oder anderen eine günstige Möglichkeit, um da Meilen zu sammeln. Denn Amman ist ja eine gute Strecke, um da Business-Class-Meilen zu bekommen. Jo. So, wir können hier direkt wieder weiter anfangen mit den Lufthansa-Slots dann. Und zwar die Lufthansa-Slots in Italien sind ja per Gesetz quasi von der Europäischen Union sind die abgegeben worden. Also das heißt, die Lufthansa muss diese abgeben, um die ITA zu übernehmen. Und Ryanair sagt, will ich nicht. Kannst du behalten. Wollen wir nicht haben. Und da muss man dann natürlich sagen, Thema durch, oder? Nein, also da muss man halt gucken, dass man jemanden findet, der die dann nimmt, weil das ist ja eine Auflage. Ich weiß jetzt gar nicht, was dann passiert, was nichts, wenn die nicht abgenommen werden, weil wenn man ehrlich ist, hat die Lufthansa ja auch einige Strecken, die sie halt quasi nicht so bedienen, dann, weil halt keiner die nimmt aus der Zürich-Zeit. Also es sind 204 Slots im Sommer, 192 Slots im Winter, die man haben möchte, aber die Ryanair sagt, die sind scheiße. Warum sind sie scheiße? Und zwar deshalb, weil sie zu schlechten Zeiten sind und weil sie einfach von Linate abgeben, wo sie keinen Bock drauf haben, anscheinend so groß. Jetzt hat man gehofft, dass man da einen anderen findet und das wäre dann jetzt zum einen die Volotea, die ja eigentlich bei der Air Europe Übernahme von der IAG, die ja abgeblasen worden ist, quasi da die Strecken übernehmen sollte. Eventuell hofft man da, dass die was machen, aber die wollen ja in Madrid wachsen. Also ich bin mal gespannt, was hier passiert, denn diese 15 Starts und Landungen, die ja pro Flugtag dort möglich sind, ob da was passiert, damit ist uns ja nicht geholfen. Damit hat ja die Frau Verstager, glaube ich heißt er, EU-Kommissionsveranstaltungsleiterin, also da von der Verbraucherschutzgeschichte, damit halt uns keinen Gefallen getan, weil wir damit keinen Wettbewerb haben. Und ich bin da mal gespannt, was da passiert. Und da muss man ja dann der Ehrlichkeit halber sagen, war wohl nichts, ein Satz mit X.
Ja, EU-Verpflichtungen ist halt hier und da, aber Rainer hat ja ganz klar gesagt, Deutschland ist denen zu teuer, weil es ging sich ja darum, dass die Strecken von Mailand zu den Hubs genutzt werden und das wäre dann halt Deutschland, Frankfurt und München und solche Sachen. Aber Eddie Wilson, Ryanair, nö. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr jetzt für eine Idee habt, ob man da jetzt einfach sagt, das ist dumm gelaufen. Oder daran sieht man halt, wenn politisch etwas gewollt ist, ist das quasi nicht so, dass das auch dann am Ende durchgezogen werden kann. Also insofern eine interessante Geschichte, wo man ehrlicherweise sagen muss, hat nicht geklappt. Oder noch nicht. Vielleicht, wir sehen mal. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Zumal es ja eigentlich spannend ist, weil eigentlich müsste die Lufthansa ja sogar im Wetlease fliegen für die Fluggesellschaften. Ich hätte mir als Ryanair zumindest den Spaß gemacht und hätte Lufthansa für mich fliegen lassen. Aber gut, wer bin ich schon, der so etwas macht. Wir gehen jetzt auf das Thema Eurowings. Und zwar ist das so, bei der Eurowings, die haben ja ab und zu mal so ein bisschen Probleme, wenn es um Kundendienst geht. Und da ist es jetzt so, dass in Saarbrücken ein Thema passiert ist. Und zwar war es so, dass 180 Urlauber auf dem Weg nach Mallorca in Saarbrücken stehen geblieben sind, weil ja, zuerst irgendwie ging das nicht, der Flieger, ich weiß gar nicht, ob die einmal auch ausgestiegen sind oder sowas, auf jeden Fall ging es nicht, weil der Flieger war irgendwie, also ich meine, einmal wäre Techniker gewesen, ich kriege das aber auch alles nicht mehr ganz so zusammen, weil ich das aus einer Erinnerung mache. Auf jeden Fall am Ende des Liedes war es dann so, dass die Maschine ohne die Urlauber nach Mallorca geflogen ist, weil die Begründung war, dass der Slot, den man hatte, nicht dazu gereicht hätte, die Passagiere wieder in den Flieger reinzubekommen und damit wäre der Slot weg gewesen, weil wir ja auf Mallorca diese Wettergeschichte hatten. Und das ist natürlich etwas, was in meinen Augen so das größte Dilemma ist, was man da hat als Fluggesellschaft. Auf der einen Seite motzen wir als Passagiere natürlich, wenn wir in der Maschine drin sitzen und wenn man mal überlegt, der Flug, glaube ich, war ja auch nur 1 Stunde irgendwas, also es war ja gar nicht mal so lang aus Saarbrücken raus. Ist das Saarbrücken gewesen? Ja, Saarbrücken. Auf jeden Fall das so, dass man dort die Leute dann drin sitzen lässt und wenn man überlegt, dass die dann 4, 5, 6 Stunden drin sitzen, dann fangen wir wieder an zu kotzen, sagen, boah, die haben die Passagiere als Gefangene gehalten, sie haben sie da quasi festgesetzt, das ist Freiheitsberaubung oder sonst was. In Amerika gibt es ja auch dieses Tarmac-Gesetz, aber hier in dem Fall hat man dann gesagt, nee, bleib mal im Terminal. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin in Saarbrücken am Flughafen noch nie in meinem Leben gewesen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es da überhaupt was gibt. Aber ich glaube, dass es zumindest angenehmer ist, als in den Airbussen da drin zu sitzen. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Maschine war, aber 180 kann sein, dass das noch eine CO ist. Und damit der Sitzabstand so einigermaßen okay ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt im Terminal besser, weil man sich die Füße vertreten kann. Man ist auf wesentlich größeren Raum. Aber wenn die Maschine mit einem Slot belegt wird, der quasi jetzt sofort 10 Minuten ist, dann hast du ein Thema. Und wir wissen ja alle, wenn die Leute kommen, 180 Leute mit Gepäck und so weiter, bis sie wieder drin mit ihrem ganzen Geröle sind, ist der Slot weg. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Deshalb ist man dann von Eurowings aus geflogen. Und die Begründung war ja dann auch, dass man damit den Flugplan des Tages schaffen können wollte. Also insofern, ich kann beide Seiten verstehen. Ich hoffe aber, dass hier die Freunde von Eurowings zahlen müssen. Warum? Ganz einfach, weil sie haben gesagt, es ist eine kaufmännische Entscheidung. Aber wenn man kaufmännisch entscheidet, muss man halt auch die Kosten machen. Und da erinnere ich mich immer an Erich Six, der in die Werbeabteilung gegangen ist und der dann eine Werbung gesehen hat und die haben gesagt, okay, was kostet die Kampagne und was kostet es, wenn wir verklagt werden? Und das ist halt so das, was er dann einkalkuliert hat. Er hat gesagt, okay, die Kampagne, das ist das, was das Klagerisiko ist. Wenn es uns das kostet, okay. Und hier müsste Eurowings natürlich dann auch sagen, ja, dann müssen wir den Passagieren 250 € Kompensation geben. Und für die Leute, die in den Urlaub fliegen wollten, ist das natürlich doppelt shitty-pupiti. Da muss man dann auch sagen, traurig. Aber auch hier könnt ihr unten schreiben, was ihr davon haltet. Ob man lieber wie so eine Legehenne in der Eurowings Sitzbatterie festgehalten wird, im Besonderen im Mittelsitz über Stunden, oder ob man lieber im Terminal ist, aber dafür das Risiko hat, dass man halt dann nicht mitkommt, wenn es soweit ist. Jo, wir haben hier 9 Minuten 40 schon in die Sendung und wir gehen jetzt auf Oman Air und wir haben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle First-Class-Aficionados. Es ist ja kein Geheimnis,
dass die First Class ausstirbt. Das ist quasi so der Dinosaurier unter den Buchungsklassen. Die werden halt leider aussterben, die Luft wird dünn. Und hier ist es halt so, dass man bei Oman Air eine First Class hat. Gut, man kann natürlich sagen, dass die in irgendeiner Art und Weise überflüssig ist. Das ist so. Also quasi, was ist mehr als flüssig? Überflüssig. Und die haben jetzt auch gesagt, okay, das machen wir nicht. Man hat das Projekt First Class beendet. Man ist ja in der One World dann so gut drin. Auf besonders wichtigen Strecken gibt es halt ein Premium Business Class Produkt dann. Und das ist dann halt so, dass man dieses jetzt auch als Business Suite vorstellt. Das heißt also, die Sitze werden bei den 330ern gar nicht ausgebaut, sondern die werden einfach von First Class auf Business Suite umgelabelt, was ich auch sehr charmant finde, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist es lieber, ich habe mehr Platz und das Essen in der Business Class ist ja eigentlich auch okay. Ich brauche diesen ganzen First Class Firlefanz nicht, den Shampoos nicht und so weiter. Also insofern ist das für mich die beste Lösung. Und man kann den halt in ein 2 Meter langes Bett verwandeln und ich denke mal, dass das auch in irgendeiner Art und Weise natürlich auch jetzt nicht so ein Produkt war, was so prickelnd ist. Also muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Ich bin mal gespannt, was auch mit den 787 passiert, aber die Sitzabstände sind 82 Zoll, was ungefähr 2,8 Meter sind. Also das ist schon nicht schlecht. Das sind Suiten und die Frage ist halt wirklich, ob man dort jetzt einfach sagt, dass die First Class ist tot oder ist es wirklich nur so, dass es bei Oman halt von der Interpretation her nicht ganz so prickelig war, dass man sagt, hätten sie ein besseres Produkt machen sollen. Also da könnt ihr jetzt unten schreiben und das ist die Frage des Tages, ist die First Class tot? Zumal die Lufthansa ja auch von 16 auf 8, jetzt auf 2, also eigentlich 3, wenn man genau ist, aber diese Suite, ich weiß nicht, es tut mir leid, ich halte diesen Allegris in der Mitte, diesen Kabuff, das ist für mich keine First Class. Das ist so für jemanden wie, also das ist so, wenn man halt wirklich, ja, also tut mir leid, aber ich mag halt so Mittelsitze nicht. Ich finde es bei Emirates zwar ganz nett gelöst, dass die da den Kabuff mit so einem Fenster künstlich haben, wo so ein TFT ist. Lufthansa hat ja gesagt, man macht sich, weil die Wärmeentwicklung und so. Aber nee, ich möchte schon zumindest aus dem Fenster gucken können, gerade bei First Class. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, da müsste es für den Sitz in der Mitte noch sogar einen Abschlag geben. Aber gut, wollen wir uns nicht über Allegris wieder aufregen oder sonst was, das ist so. Also ich denke mal, schade um den Kaviar, schade um den Shampoos, den es bei denen gab. Also insofern, ihr seid dran. First Class tot, ja oder nein? Ganz wichtig. Wir gehen weiter zur Emirates. Und zwar bei der Emirates gibt es einen Bedarf an Flugzeugen. Sie haben einen 380er gekauft, aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, der 380er ist neu oder sowas, sondern nein, das sind einige Buden, die man selber hat. Heißt also, dass man in die Maschinen 5 weitere Airbus aufgekauft hat, 380er, die aus dem Leasing raus sind. Das heißt also, man hat den Leasingfirmen Geld gegeben und gibt hier den Leuten $200 Millionen. Heißt also, man könnte ja ausrechnen, was so eine Bude wert ist. Ne? Also das heißt, wenn man so einen A380er nimmt, die haben 5 Stück, dann ist die Bude 40 Millionen wert. Ist also gar nicht mal so teuer, wenn man ehrlich ist. Und dadurch, dass es natürlich auf dem 380er-Markt keine wirkliche Bewegung gibt, ist der Preis einmal sehr niedrig, logischerweise. Aber auch für Emirates relativ cool, die Dinger billig zu bekommen, weil man sie ja weiter nutzt. Ist ja alles Emirates. Also das heißt, die sind lackiert Emirates, die haben eine Ausstattung Emirates, also die werden bei Emirates kennt die Flugzeuge ja. Also geht das weiter. Und die 380er-Flotten bei anderen Fluggesellschaften sind ganz oder teilweise als Ersatzteile zu bekommen. Lufthansa hat ja auch schon einige Flugzeuge ausgeschlachtet, nämlich die an Airbus gegangen sind. Die hat Airbus ausgeschlachtet mit Lufthansa zusammen. Sind dann quasi 6 Stück, ne? War es von 14 auf 8, sind 6 Stück. Und damit ist das halt so, dass Emirates immer noch der weltgrößte Betreiber ist. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil sie sich an diese Maschinen, die 380er, so festgekettet haben. Warum sagt denn Emirates, wir müssen die 5 Maschinen kaufen, die Alpha 6 Echo Delta X-Ray, da muss man das Alphabet mal kennen. Delta Yankee, Delta Zulu, Echo Echo Bravo und Echo Echo Charlie. Das sind alles Maschinen aus dem Jahr 2012, also 12 Jahre alte Buden. Und die wurden bereits schon 2023
von Derek Nimrod abgelöst. Ist einfach so, weil man halt auf Flugzeuge wartet. Man hat keine und die haben halt das Problem, dass sie die neuen Flugzeuge, wenn sie nicht bekommen, mit den alten weiterfliegen müssen, weil sonst ist das Wachstum oder aber auch alles andere gefährdet. Hier könnt ihr auch schreiben, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ist das Geldverbrennung? Würdet ihr einen 380er kaufen für 40 Millionen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das Betreiben kostet ja alleine mehr als die 40 Millionen. Ne? Ist ja immer so ein alter Spruch in der Aviation, dass im Prinzip der Betrieb des Flugzeugs so viel kostet, wie das Flugzeug neu kostet. Zumindest ist es bei den Kleinen so gewesen. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr denkt. Wir gehen jetzt weiter an den Frankfurter Flughafen. Da haben wir Bodendienstleister. Bodendienstleister, das sind alle die Koffer ausladen. Das sind die Treppen bringen. Das sind die einfach dafür sorgen, dass es am Flughafen wie geschmiert läuft mit dem Cargo, zumindest wenn es um Passagiermaschinen geht. Firmen, die mir einfallen, das ist die Visag, das ist zum Beispiel die Swissport, Menzies, um welche zu nennen. Am Frankfurter Flughafen wird so etwas regelmäßig ausgeschrieben. Ich kenne den Zyklus nicht, ist ja genau wie bei der Security. Sowas wird ausgeschrieben. Und die Visag hat verloren. Und der neue ist Swissport International. Die Swissport International kann man jetzt so stehen, wie man will. Die sind ja für das Drama zuständig in München am Flughafen, wenn man so den Leuten glauben darf. Ich kann das nur zitieren. Und die sind halt wirklich zum Teil neu vergeben worden in Frankfurt. Und die Swissport hat gesagt, wir haben gewonnen, weil Frankfurt gesagt hat, ihr habt gewonnen. Und die 600 Mitarbeiter der Visag sind Gott sei Dank nicht arbeitslos, sondern sollen von der Swissport übernommen werden. Ich verstehe sowieso nicht, dass man halt eine Firma, die eigentlich relativ okay arbeitet und wo man wirklich wenig Stress oder Probleme sieht, dass da dann angefangen wird, immer zu rotieren, weil wir sehen ja, wenn bei diesen Wechseln, die hier kommen sollen, und dieser soll zum 1. Februar 2025 passieren, eher das Rad anfängt zu knacken und zu stoppen. Aber hier ist es so, dass die Größten dann halt immer wieder um den Preis kämpfen und wir dann als Passagiere manchmal drunter leiden. Wenn aber die 600 Leute übernommen werden, die sollten ja nicht verlernen, ihren Job zu machen. Also sie werden ja nicht am 1. Februar, oh, wer bin ich, was mache ich? Also sie werden ja nicht quasi am 31. Januar abends, wenn sie nach Hause gehen und die Uniform wechseln, am 1. Februar ihre Arbeit, ja, traumatisiert aus dem Hirn geschoben haben. Hoffe ich zumindest. Aber viele Sachen sind halt Managementprobleme, so wie man in München hört. Auf jeden Fall ist es so, die Swissport hat wohl damit gewonnen, unter anderem, weil sie gesagt hat, sie möchte 25 Millionen Euro in Elektrofahrzeuge am Flughafen investieren und ist damit für die Swissport der wichtigste und größte Standort in Deutschland, Frankfurt. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird und interessant ist es auch, dass der Flughafenbetreiber Fraport natürlich diese Dienstleistung auch anbietet, aber es muss immer einen zweiten geben, damit es eine Konkurrenzsituation gibt. Warum gibt es da nicht einfach einen dritten dazu? Oder warum sagt man nicht einfach, jede Firma, die Bock hat, das zu machen, die macht das. Die können sich quasi für die Räumlichkeiten bewerben und können dann ihre Dienstleistung anbieten. Denn ob ich ein Monopol habe oder ein Duopol habe, ist jetzt nicht so der große Hit vom Preis. Ne? Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und der eine Kommentar von jedem war drunter, unter einem der Artikel war, schlimmer kann es ja nicht werden. Ja gut, ihr könnt unten schreiben, was ihr davon haltet und vor allem, ob ihr irgendwelche Bodendienstleister kennt. Also das heißt, habt ihr mit Bodendienstleistern wirklich zu tun gehabt, so dass ihr wusstet, dass das ein Bodendienstleister ist? Beim Check-in oder wo auch immer. Könnt mir eure Geschichten erzählen, kommentiert unten drunter. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir gehen jetzt auf das Thema, warum ihr keine Handtücher klauen solltet. Und da müsst ihr natürlich jetzt tapfer sein und wissen, warum. Ich hatte es ja mal euch erzählt, was so in Hotels geklaut wird. Und das, was am meisten geklaut wird, sind halt mit Abstand, mit 77,5%, sind das Handtücher. 65,1% Bathrobes in den Hotels von 4 bis 5 Sternen. Das ist von Wellness Heaven eine Umfrage gewesen. Heißt also, dass man hier wirklich sieht, dass man von 1157 Hoteliers gefragt hat, was ihre Gäste gestohlen haben. Das geht dann sogar weiter über Hänger, über Stifte, über Besteck,
über Kosmetik-Sachen, über Batterien. Ja, ich hatte das auch mal, dass in der Fernbedienung keine Batterien drin waren, aber ja, keine Ahnung. Dann Decken, Kunst, Geschirr, Tablet-Computer. Das gibt es ja auch, so diese komischen Tablets in Hotelzimmern, wo ihr dann alle Sachen habt. Ich nutze sowas nicht, weil ich meine eigenen Sachen habe. Dann den Föhn. Da sind doch teilweise Föhns, die... Na egal, komm. Dann auch wieder geil. Birnen, also quasi Lampenbirnen. Kaffeemaschinen, Fernseher. Fernseher lohnt sich nicht zu klauen, weil Fernseher nicht funktionieren. Das sind Hotelvarianten. Dann Telefone, die ganze Lampe, also nicht nur die Birne, sondern die ganze Lampe wird geklaut. Und 4,2% haben angegeben. Festhalten, Matratze. Ich meine, jetzt überleg mal, du hast so ein Kingbett und dann läufst du mit der Matratze raus. Nichtsdestotrotz wollen wir uns nochmal angucken, warum man das Ganze nicht machen sollte. Denn es gibt zum Beispiel Hotels, das war so ein Hampton Inn, wo ich das gesehen habe, die haben ganz klar eine Preisliste. Und zwar, die sagen dann hier $25 für die Uhr, fürs Badezimmer, Handtuch 20. Das ist ja alle, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt teuer? Ich kaufe so etwas so selten, deshalb weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob das teuer ist. Aber das sind ja gebrauchte Sachen. Ja, also gibt es das nicht auf eBay billiger. Und andere Sachen werden ja halt noch etwas dezenter vermarktet. Wenn man zum Beispiel in so einen Ritz-Carlton, Waldorf Astoria oder sowas geht, habe ich das schon mal gesehen, da ist so ein Schild an dem Hänger. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Hals fasse. Wahrscheinlich, weil es an Halshöhe ist. An dem Bademantel, der hängt und sagt, so nach dem Motto, wenn ich dir gefalle, kannst du mich an der Rezeption kaufen. So. Das würde ich eher machen, wenn ich das geil finden würde. Aber ich hatte euch ja die Geschichte erzählt von einem Kollegen, der halt in einem Hotel gewesen, ich meine, es wäre ein Hilton gewesen, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr, aber ich meine, es wäre ein Hilton gewesen. Aber ist ein Westin? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat dem Hotel gesagt, euer Bademantel ist so geil, und der hat dann den Bademantel zugeschickt bekommen. Nicht nur, dass da das Logo drauf war, sondern halt auch seinen Namen gestitcht, also wie heißt das nochmal? Drauf gedruckt war es ja nicht, sondern es war wirklich mit Faden. Ihr wisst, was ich meine. Stitching, sagt man in Englisch. Verlust der Muttersprache. Aber noch keinen Alkohol gehabt, aber ich muss was trinken. Und das war halt wirklich eine coole Geschichte, das zu bekommen. Aber, und jetzt kommen wir zu der Krux der Geschichte, Hotels fangen jetzt an, dagegen R-Fits einzubauen. Das sind im Prinzip diese Dinger, die ihr auch in den Keycards habt, zum Beispiel, die Tür aufmachen. Und genauso haben die dann solche Anti-Theft-Devices, also solche Diebstahlsicherungen wie in einem Laden. Und wenn du dann durchgehst, fängt er an zu piepen, wenn du Handtücher hast. Oder ich weiß nicht, ob die dann mit dem Handy rumgehen und sagen, hier, da habe ich es. Aber dann werden die Leute gecharged. Also insofern da aufpassen, weil solche Sachen werden eingenäht und damit hat man dann sein blaues Wunder. Abgesehen davon, ich kann es nicht oft genug betonen, ich würde niemals so ein Handtuch klauen, um ehrlich zu sein. Warum nicht? Lieber Neues kaufen. Ich weiß nicht. Teilweise haben die Handtücher ja auch Löcher oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass das so toll ist. Also nicht machen. Macht es nicht. Wir kommen jetzt nach 23 Minuten 40 auf das letzte Thema. Und zwar bin ich von vielen angesprochen worden auf die Promotion von Hilton, die es ja für Business gibt. Und zwar ist das so, dass ihr gesagt habt, hey, ich habe aber kein Geschäft, wie kann ich das wahrnehmen, wie kann ich das machen? Und ich muss ein bisschen schneller werden, damit die Sonne nicht wirklich komplett von hinten direkt hier hinter ist. Weil ihr seht, wenn ich den Vorhang ein bisschen wegdrehe, nee, noch kommt's nicht. Aber auf jeden Fall, muss ich mich beeilen, kann ich das nutzen. Habe ich gesagt, komm, hey Freunde, wenn ihr Business Class oder höher seid bei mir, dann kann ich das für euch über meine Firma buchen. Nehmt euch in meinen Firmenaccount rein. Dann bekommt ihr für 10, 20, 30 Euro die Nacht mehr, bekommt ihr dann 2 Nächte. Und das heißt also, wenn ihr dann zum Beispiel den Status bei Hilton machen wollt oder aber einen bis zu 100 gehen wollt, wo ihr den Diamond vergeben könnt. Ich kann übrigens ein Gold kann ich im Moment vergeben. Diamond kann ich jetzt auch demnächst vergeben. Könnt ihr das dann auch nutzen.
sprecht mich an, ich kann euch dann den Preis nennen, ich kann euch dann quasi, oder beziehungsweise andersrum, ich kann euch in meinen Firmenaccount einbuchen und kann euch so dann von der Promotion partizipieren lassen. Alles für die Kanalmitglieder natürlich. Und ich denke mal, ich mache jetzt Schluss, damit wir nicht die 30 Minuten wieder überschreiten. Ich mache heute noch eine Sendung. Ich habe die gestern Abend irgendwie nicht gemacht. Ich war in der Sauna, habe es mir gut gehen lassen und ich habe es jetzt nachgeholt. Heute Abend wird es vielleicht noch eine Sendung geben oder erst wieder morgen früh. Mal gucken, wie es ist. Und ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch die Frage des Tages zu beantworten. Und zwar: Ist die First Class tot? Deshalb habe ich ein ernstes Gesicht. Und die andere Frage ist natürlich Bodendienstleister. Nehmt ihr das wahr, dass das Visa, Swissport oder sonst was ist oder Menzies? Oder sagt ihr einfach, egal, das interessiert mich nicht, ich habe meinen Vertrag mit der Lufthansa, mit der EasyJet, mit der Ryanair und dann ist das halt ein Dienstleister und Wumpe. Also da von euch nochmal viele Kommentare und viele Likes. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und wir werden den Abspann für euch jetzt. Ups, die Uhr meldet sich. Ich sage Tschüss und bis morgen in Alter und Frisch oder heute Abend. Mal gucken. Also bis dann, ciao.